Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Wie ihr seht, sind wir immer noch im alten Layout. Drüben geht es hoffentlich jetzt langsam weiter voran in den neuen Räumen. Es ist ja ein bisschen auf Eis gelegt gewesen, weil es aus diversen privaten Gründen und gesundheitlichen Gründen etc. nicht so wirklich weiterging. Ich hoffe, dass es aber jetzt wirklich mal ordentlich weitergeht. Aber währenddessen bauen wir trotzdem hier im alten Layout weiter, weil das meiste bleibt ja so im Betrieb. Es bleibt eigentlich alles so, bis auf dieser Häuserblock, der kommt ja später raus. Aber alles andere bleibt so, beziehungsweise wird ein bisschen verlängert. Das letzte Mal hatten wir ja hier vorne ein ganzes Stück weitergebaut. Wir hatten den Bereich hier fertiggestellt, inklusive hier unten unserer Tropfsteinhöhle und auch hier mit der Mauer angefangen. Und heute wird es auf jeden Fall woanders weitergehen, und zwar hinten am Bahnhof. Aber noch ein paar Worte davor, noch zum Shop. Erstens mal vielen Dank für eure vielen Bestellungen, die das ganze Projekt hier unterstützen. Und zum anderen kann ich euch sagen, dass ich den Shop jetzt so umgestellt habe, dass wir auf Vorbestellungen arbeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt unabhängig vom aktuellen Bestand Dinge bestellen, also den Baum zum Beispiel, den wir zum Beispiel hier, einen Baum hier stehen haben, oder eben das Diorama mit der Stadtmauer, jetzt ganz neu in Vorbestellung, auch möglich als beleuchtetes Exemplar, und natürlich auch das Diorama mit dem Spuk in der U-Bahn. Könnt ihr jetzt alles vorbestellen, dann wird alles produziert und ich habe einen besseren Überblick darüber, was gewünscht ist, und ihr bekommt dann alles zusammen in einem Paket, anstatt ihr immer nachbestellen müsst, wenn irgendwie einzelne Teile dabei sind und dann immer wieder einzeln Porto zahlen müsst. Ja, das dazu. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wird auch gleich nochmal eingeblendet. Und ich freue mich über jeden, der das Projekt damit unterstützt und einen kleinen Teil der Brickworld zu sich nach Hause holt. Aber was ich heute machen will, ist, dass ich hier hinten in dem Bereich endlich weiterarbeiten will. Ich will vor allem erstmal die Wand da hinten fertig bauen und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiter ergibt. Ich glaube, heute passiert nicht so viel, weil es schon ein bisschen später ist, ich nicht so viel Zeit habe. Ich wollte auf jeden Fall noch ein Update-Video haben und vor allem wollte ich endlich am Bahnhof weiterbauen. Ich bin hier jetzt gerade im Weitwinkelobjektiv, damit man hier hinten an der Wand so einigermaßen die Front sehen kann. Es wird natürlich deutlich besser werden, wenn wir dann umziehen in neuen Räumlichkeiten und dann, ich versuche das mal zu zeigen, hier wird ja dann die Gleise noch kommen mit 348er Baseplates und dann kommt dahinter nochmal eine Reihe mit 32er Baseplates und dann kommt da noch 1,50 Meter Platz. Also man wird dann sehr schön auch auf der Seite auf das Gebäude schauen können. Aber ihr seht jetzt, dass dort die Front im ersten Obergeschoss ein ganzes Stück vorangekommen ist. Ich schalte jetzt mal wieder um auf das normale Objektiv. Da muss ich mal kurz hier ranzoomen. So. Und was man jetzt leider hier auch sehr gut sieht, ist, wie sehr die Verformung des Tisches sich jetzt hier zeigt. Man sieht, dass das hier ein ganzes Stück höher ist als das. Es ist noch stabil genug, also man muss jetzt nicht Angst haben, dass das Ganze zusammenbricht. Aber die Verbindung der Module ist natürlich in dem aktuellen Zustand des Tisches hier nicht optimal. Das wird sich auch verbessern, wenn es dann rüber geht auf den neuen Tisch. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal richtig vorankomme drüben. Aber nichtsdestotrotz kommen wir hier trotzdem weiter, weil wir die einzelnen Module trotzdem weiterbauen können. Ihr seht jetzt den unteren Teil. Ich habe mich hier wieder dazu entschieden, genau wie unten, 3 schmale Fenster einzubauen. Von innen ist es auch schon so weit wie nötig gebaut und ich habe auch hier jetzt schon mal die Umrisse der beiden Läden eingezogen. Also diese Plates, wie auch diese 3 oder 4 Plates sind es hier, einfach mal ignorieren. Die sind tatsächlich momentan nur hier, um eben dieses Zwischengeschoss halten zu können, bevor hier jetzt mal richtig was drauf gebaut wird, weil von oben einfach kein Druck auf den Plates ist. Aber dieses schmale hier sind die Außenwände der Geschäfte und das ist die Zwischenwand. Die ist immer doppelt, damit wir die Möglichkeit haben, von beiden Seiten ein bisschen die Farbe zu verändern. Und als auch das da werden die Eingänge sein und damit wären wir hier oben ein ganzes Stück vorangekommen. Wenn wir dann hier oben auch noch endlich mal den Lego-Laden anfangen, dann sind wir hier vorne in dem Bereich schon sehr gut dabei. Was ihr mir auf jeden Fall jetzt mal in die Kommentare schreiben könnt, unabhängig davon, was wir jetzt heute noch machen, ist, was können wir hier an Geschäften reinbauen? Es gab schon ein paar Ideen, aber jetzt ist es konkreter von der Größe. Ich habe mich dazu entschieden, dann doch die Größe beizubehalten, 2 Geschäfte reinzumachen. Die Trennwand ist auf der gleichen Höhe wie hier unten die Trennwand. Den Bogen habe ich jetzt hier oben nicht mehr reingemacht, weil ich hier oben finde, dass die Ecke besser wirkt, weil wir oben eben ein bisschen eckiger sind. Und der Bogen ist da unten ja auch hauptsächlich, um den Fluss der Leute hier ein bisschen zum Ausgang leiten zu können.
Das habe ich mir jetzt oben drüber gespart, weil ich glaube, dass es oben nicht notwendig ist. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was wir da und dahin bauen können und ich baue jetzt hier ein bisschen weiter. Hier seht ihr übrigens, was wir im letzten Update-Video bezüglich des Bahnhofs angefangen hatten. Und zwar wird hier ja der Bereich für die erste Klasse, der Wartebereich, kommen. Ich hatte da erst diese bläulichen Fenster eingesetzt, die wir auch hier im Aufzug haben. Und hatte euch gefragt, ob wir das so lassen sollen oder nicht, weil wir haben jetzt unten drunter eben nicht die bläulichen. Und der Konsens war eigentlich, dass die bläulichen Fenster weg sollen. Das habe ich die jetzt schon mal ausgetauscht, weil ich eventuell auch hier heute noch was machen werde. Aber, was ich auf jeden Fall jetzt auch erst gemacht habe, ist, ich habe jetzt hier mal den ganzen Bereich außerhalb der Läden gefliest und auch gleich mal mit Figuren bestückt, so ein bisschen. Man merkt, dass das gleich mal so einen riesigen Unterschied macht, auch im allgemeinen Bild, obwohl hier eben noch die 2 Läden fehlen, weil wir jetzt einfach die komplette Verbindung mit dem Weg von da hinten bis hier vorne haben und rein theoretisch könnten wir auch hier vorne noch weiterbauen. Aber dazu muss ich mal überlegen, was ich hier unten noch mache, weil ich glaube ich auch diese Kante hier rausnehmen werde. Aber das macht schon mal wieder einen riesen Unterschied und vervollständigt das Bild auf jeden Fall ein ganzes Stück. Ich werde auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen weiterbauen und ja, wir sehen uns gleich nach dem nächsten Cut. Und mal ein kleiner Zwischeneinwurf hier in diesem Update-Video. Ihr seht hier ein paar Pakete aus dem Brickworld Shop. Und zwar gehen die heute alle zur Post. Das sind 19 Stück, also erstmal vielen Dank für die vielen Bestellungen. Darin sind hauptsächlich jetzt Bäume drin. Andere Sets sind in der Vorproduktion, manche sind schon die Steine gekommen, also es wird wahrscheinlich demnächst wieder Post geben. Alle, die jetzt eines dieser 19 Pakete hier bekommen, sollten inzwischen eine E-Mail vom System bekommen haben, in dem sie auch die Verfolgungsnummer finden. Falls ihr eine E-Mail bekommen habt, dann seid ihr einer von denen glücklichen, hoffentlich, Bestellern, die demnächst ein Paket hier bekommen werden. Und ich sage auf jeden Fall auch hier nochmal vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt geht es gleich weiter da hinten am Bahnhof. Ich habe mir jetzt mal so ein bisschen überlegt, wie ich das Ganze hier drin designen möchte. Wie ich ja schon gerade gesagt hatte in einem vorigen Cut, habe ich jetzt die Scheiben hier wieder ausgetauscht gegen richtig durchsichtige, also clear und nicht nur in diesem Blauton. Und ansonsten gehe ich, glaube ich, hier drin in diesem etwas Leder-Sofa-Optik ein bisschen rein, weil wir haben ja grundsätzlich immer Rotton in den ganzen Bänken hier drin, in dem ganzen Bahnhof und auch bei den Mülleimern. Und da möchte ich jetzt ein bisschen einen anderen Stil haben. Und ich glaube, dass das hier eine ganz gute Idee ist. Grundsätzlich glaube ich, dass ich jetzt hier vielleicht noch so eine Trennwand reinsetze, damit man hier nicht direkt reinschauen kann, sondern hier um die Ecke gehen muss. Und langfristig gesehen denke ich, dass wir hier drüben das noch ein bisschen erweitern werden. Nicht heute unbedingt und dann hier drüben, glaube ich, noch Toiletten einbauen oder so. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal damit weiterbauen, mit dem als Grundbasis und ein bisschen fließen, ein bisschen andere hübsche Sachen einbauen und einfach mal schauen, was sich hier machen lässt. Und da bin ich jetzt schon ein ganzes Stück vorangekommen, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier vorne noch so einen kleinen Bereich mit Tassen, Obst etc. Und dann habe ich angefangen, hier die ersten Bereiche für die Wartenden einzubauen. Hier schön an den Fenstern, da kann man so ein bisschen rausschauen. Ich würde natürlich noch ein bisschen hübscher, wenn dann hier nicht mehr dieses Loch sein wird, sondern der Weg nach unten gehen wird mit den Rolltreppen und den Treppen nach unten in die untere Etage und dann eben rüber zu den Gleisen. Aber ich habe hier ein bisschen versucht, das Ganze jetzt nicht mehr so statisch in 90 Grad Winkeln zu haben. Das heißt, die Möbel stehen teilweise ein bisschen schief, die Tische stehen ein bisschen schief. Die Säulen hier sind tatsächlich eigentlich nur Schmucksäulen, damit es ein bisschen hübscher aussieht, genauso wie die Säule hier in der Ecke. Da kommt wahrscheinlich da hinten auch noch eine hin. Und ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Es wirkt auf jeden Fall ein bisschen edel, meiner Meinung nach. Ich hoffe, ihr seht es auch so. Ihr findet es hoffentlich auch gut. Wird natürlich noch besser werden, wenn dann noch ein paar Figuren dazukommen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass wir heute damit nicht fertig werden, weil die Zeit läuft. Und ich würde gerne dieses Video auf jeden Fall jetzt heute noch on bekommen, damit ich auch euer Feedback bekomme für den weiteren Bau des Ganzen, bevor ich jetzt hier alles zubaue. Und dann kommen super Ideen von euch und ich kann die gar nicht einbauen, weil ich schon alles zugebaut habe. Deshalb baue ich jetzt hier noch ein kleines bisschen weiter und dann schauen wir uns das gleich nochmal an. Und vor allem kommen gleich noch ein paar Figuren dazu. Und das ist dann erstmal das Endergebnis für heute hier an den Bahnhofsarbeiten, sage ich jetzt einfach mal. Hier drüben, wie gesagt, haben wir ein bisschen weitergebaut. Wir haben die Außenfront weitergebaut. Ich brauche da vor allem noch ein paar Teile, die habe ich inzwischen bestellt, um hier wirklich richtig weiterbauen zu können. Wir haben aber auch jetzt festgelegt, wie groß die beiden Geschäfte sein werden. Wie gesagt, schreibt mir da gerne, was ihr denkt, was wir hier reinmachen sollen, können, etc. Und wir haben, wie gesagt, hier drüben angefangen mit dem Wartebereich der ersten Klasse. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Habe jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen weiter gefliest und ein paar Figuren reingesetzt. Das macht gleich schon mal einen riesen Unterschied, finde ich persönlich. Und auch wenn wir jetzt hier von unten reinschauen, beziehungsweise von oben durch die Fenster, sieht das doch schon mal ganz gut aus. Wird noch besser, wenn dahinter jetzt nicht nur Noppen und eine leere Wand zu sehen sind. Aber mir gefällt auf jeden Fall schon mal die Optik des Ganzen.
Beleuchtung des Ganzen kommt vermutlich erst, wenn wir umziehen in die neuen Räume, weil ich hier noch andere Kabel verlegen muss. Ich muss das Modul unten noch bearbeiten, das haben wir damals noch nicht gemacht. Und ich hole das Modul jetzt eher ungern raus, nur um das jetzt hier machen zu können, wenn wir das Modul rausholen müssen, wenn wir umziehen. Aber ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs heutige Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir eure Kommentare zu allem, was angesprochen ist, gerne unter dieses Video. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir nähern uns sehr, sehr gut den 7000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für jeden Kauf im Shop natürlich. Das unterstützt das Projekt nämlich wirklich sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, heute 19 Pakete allein verschickt. Und dann sage ich, bleibt gesund, viel Spaß beim selber bauen und wir sehen uns das nächste Mal dann hier in der Brickworld und ich sage nur noch Tschüss.